Ja, liebe Leute, ich begrüße hier bei mir im heimischen Studio am Küchentisch Hanno Friedrich, The Legend, wie wir ihn in unserem YouTube-Channel inzwischen nennen. Da kommen wir dann vielleicht später noch drauf. Hallo Hanno. Hallo Andreas. Jetzt erzähl uns doch mal, wie du Schauspieler geworden bist. Das ist ja meine Lieblingsfrage. Ja, natürlich. Ja. Es gibt eine lange Version, es gibt eine kurze Version und die kurze Version ist, dass ich irgendwann entdeckt habe, dass es mir Freude macht, vor Leuten etwas zu performen und dafür Applaus zu bekommen. Das ist natürlich, das hört sich sehr krankhaft an, ja, aber das war tatsächlich so und ich bin da auch ein bisschen reingeworfen worden und habe mich in der Schule ausprobiert und habe dann irgendwann das auch wieder verloren zwischenzeitlich, als ich studiert habe und im Zivildienst, und dann gab es einen Zeitpunkt, wo ich dachte, ich probiere das jetzt mal aus, gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Ich hatte auch gerade einen riesengroßen Artikel in der Zeit gelesen, dass man das besser nicht machen sollte, weil man garantiert in der Arbeitslosigkeit landet. Und dieser Versuchsballon, den ich da gestartet habe, das hat nach 2 Versuchen an der staatlichen Schauspielschule geklappt und dann war keine Rettung mehr. Was hast denn du vorher studiert, wenn du sagst Studium und... Englisch, Italienisch und Theaterwissenschaft. Ah ja, immerhin warst du dem Thema aber schon einigermaßen ein bisschen mehr, wobei Theaterwissenschaft mich überhaupt nicht interessiert hat. Meine Lieblingsfakultät war die Anglistik. Können wir das Interview eigentlich auch auf Englisch führen? Könnten wir, aber dann fallen mir Sachen nicht ein. Ja, mir auch nicht. Okay. Du hast dann irgendwann die Idee gehabt, auch mal was Eigenes zu produzieren. Als Produzent, als Schriftsteller. Auch das war so etwas, also es war, als wir Sechserpack gedreht haben. Schütze auf! Aufstehen! Wie definiert ein Soldat einkaufen? Naja, einkaufen ist ja für viele Frauen... Was habe ich Ihnen beigebracht? Einkaufen ist eine Erfindung langhaariger Straßenmusiker. Der Wehrpflichtige kauft nicht ein, er gräbt sich ein. Ein Soldat macht keinen Einkaufsbummel, höchstens einen Einkaufsmarsch. Für jedes Paar Schuhe seiner Frau kauft der Soldat sich ein paar neue Waffen. Im Kaufhaus benutzt der Soldat niemals die Rolltreppe und wenn, dann falsch rum. Der Soldat geht immer zum Schlussverkauf, dann weiß er, wie das ist, wenn einen der Feind überrennt. Und ein Soldat muss nichts einkaufen, beim Hauptfeldwebel bekommt er alles, was er braucht. Uniformen, Hartkitze und Anschüsse. Super. Danke. Nicht Sie! Das Benzin, mit dem Sie jetzt sofort den Panzer betanken! Wir fahren einkaufen! Abmarsch! Weitermachen. Und unser Editor fragte so in die Runde, hat nicht irgendjemand ein Skript in der Schublade liegen, er möchte gerne selber was machen. Unser Editor, der Steffen Wimmers, und dann hat mein Kollege vom Sechserpack gesagt, der Hanno hat, weil ich ihm das erzählt hatte, der Hanno hat was in der Schublade. Und dann hat Steffen gesagt, ja, gib mal rüber. Und dann habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Und dann hat er gesagt, doch, gib mal rüber. Und ich habe mich geschämt. Und dann hat er das gelesen und hat gesagt, komm, das produzieren wir. Und das war unser erster kleiner Kurzfilm, den wir mit 0 Euro gemacht haben. Und in völliger Eigenregie, Möbius hieß der. Und der hatte dann auch einen minimalen Erfolg auf einem Online-Festival. Wir sprechen hier vom Jahr 2007 oder 2006. Und dann haben wir gedacht, Steffen und ich, wir machen da weiter und haben angefangen, so kleine Kurzfilme zu produzieren, wo ich immer das Drehbuch geschrieben habe. Das war aber alles sehr für den Hausgebrauch, sag ich mal. Dann jetzt experimentell vielleicht? Nein, gar nicht. Es hat einfach keine Wellen geschlagen. Wir haben das gemacht, ich habe es gemacht, um sagen zu können, irgendwann, wenigstens habe ich es versucht. Dann kam aber ja auch das Werk endlich allein, das jetzt eine regelrechte Renaissance erlebt. Ein zweites Leben. So hast du es ja nett in der Moderation zum letzten Video. Ja, wobei eine Renaissance kann man nicht sagen, weil es war ja völlig erfolglos. Ja, wir haben das mit Crowdfunding finanziert. Wir haben ganz tolle Leute am Start und wir haben auch in der Postproduktion tolle Leute dabei gehabt. Es war aber alles für umsonst. Ja, also die Menschen haben mitgemacht, weil sie Lust drauf hatten. Und wir haben dann sogar eine Agentur für diesen Kurzfilm gefunden, der den versucht hat, weltweit auf Festivals zu
zu lancieren oder da den zur Sichtung zu bringen, und auch das war nicht besonders von Erfolg gekrönt. Ich habe ja die Vermutung, dass es vielleicht auch an der Musik ja, ich habe hat. die Vermutung, dass es auch an der Geschichte liegt, und es hat einfach kein Interesse hervorgerufen. Aber auch das war etwas, wo der Regisseur Martin und ich gesagt haben, ja, Hauptsache wir haben es gemacht. Die ganze Community feiert endlich allein in dieser 90-Sekunden-Version. Es ist sehr, sehr komprimiert, sehr, ja, ich sag mal, ja, komprimiert ist das richtige Wort, würde ich sagen. Und dieser Twist, der sich dann so darstellt, den habe ich in der langen Fassung kommen sehen. In diesen 90 Sekunden kommt er plötzlich und unerwartet und hat so den Punch, den auch viele jetzt, die dazu die Filmmusik schreiben, so auch musikalisch ganz gut umgesetzt haben. Das war unser zweiter Film, den wir zusammen gemacht haben. Der erste war wo er das Buch geschrieben hat, ein Science-Fiction, Altair. Der ist auch, wenn man den sich anguckt, ist der echt toll gemacht. Von dieser Sabotageaktion auf Paris hängt einfach alles ab. Ich muss das machen, die anderen zählen auf mich. Du dürftest gar nicht hier sein. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass ich nicht der Minenarbeiter Peters bin. Ich habe so schreckliche Träume. Jede Nacht, ich kann einfach nichts dagegen machen. Immer wieder sehe ich, wie du schwer verletzt wirst. Führen Sie sich nicht wie ein Provinzfürst auf. Jeder Mitarbeiter ist für den Erfolg der Gesellschaft mitverantwortlich. Es gibt Situationen, in denen man sich entscheiden muss. Ich habe festgestellt, dass bei diesen unzähligen Festivals weltweit die Filme, die da gezeigt werden, entweder sind sie sehr, sehr gut oder die Leute sind extrem gute Netzwerker und haben vielleicht sogar einen Etat, ja, um Werbung zu machen oder um den einzureichen. Und das haben wir alles nicht gemacht. Kommen wir mal zur Gegenwart. Neben dem Interview, was wir jetzt führen, das ist ja jetzt nicht dein Fulltime-Job, bist du aktuell am Theater? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Dann erzähl mal, was machst du da? Ich probe am Staatstheater Wiesbaden Vernichten. Das ist die Dramatisierung des letzten Ulrich Beck-Romans. Ein Buch, was ich mit großer Freude gelesen habe, was sehr ein ganz großes Universum aufmacht und einen auch an der Nase herumführt und diverse Geschichten eröffnet, ohne sie zu Ende zu erzählen, und mit einem Schlag in die Magengrube auch das letzte Fünftel beendet. Das auf die Bühne zu bringen, ist unheimlich subtil und komplex. Ja, es ist, weil man ganz viele Sachen nicht erzählen kann. Also man muss sich von ganz vielen Sachen verabschieden. Trotzdem muss man sie anerzählen, weil sonst die Auswirkungen, die die Welt, in der das spielt, auf die Individuen hat, nicht. Das muss miterzählt werden, damit klar wird, was die Personage macht. Und das ist ein anspruchsvolles Unterfangen und es ist auch viel Bastelei. Und da haben wir gerade Produktionspause und werden am 2. Mai aber Premiere haben. Also liebe Leute, wenn ihr hier aus Deutschland kommt und nach Wiesbaden findet, ab dem 2. Mai, es gibt noch mehrere Termine, wir blenden das ein. Wenn ihr nach Wiesbaden findet, das ist eine Stadt neben Mainz. Okay, wir blenden vielleicht auch die Koordinaten Genau. ein. Ich weiß, dass Hanno ja neben der Schauspielerei, neben der Produzententätigkeit, dem Schreiben und den diversen anderen Dingen, die er so treibt, auch singt. Ja? Ich habe mich selbst davon überzeugen können, mehrfach, bei einem Programm, das seit Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, erfolgreich ist. Ihr hattet 25-jähriges Jubiläum mit Aber Jetzt. Ja. Was ist Aber Jetzt? Aber Jetzt ist wir nennen es in Ermangelung eines besseren Begriffs, wir nennen es Musik-Comedy oder Musikkabarett. Das ist aus einer Schnapslaune entstanden am Theater Basel.
ich und der Pianist, der da beteiligt ist, Alex Pefkin, haben damals gesagt, wäre es nicht eine total tolle Idee, ein ABBA-Programm zu machen. Nur 3 Männer singen ABBA-Songs. Und da konnten wir unseren dritten Mann im Boot, mit vielen Trinkgelagen überzeugen, da mitzumachen. Und das sollte eigentlich eine einmalige Sache sein am Theater Basel, außerhalb der Reihe. Und das wurde innerhalb kürzester Zeit ein großer Erfolg in Basel. Das hat uns selber total überrascht. Und weil das so ein großer Erfolg war, mussten wir immer mehr dazu erfinden, weil unsere Venues größer wurden. Und die sagten, wir können kein 60-Minuten-Programm spielen, wir brauchen 90 Minuten und am besten eine Pause für die Gastro und so weiter und so weiter. Und so ist es gewachsen und ist jetzt ein 2-Stunden-10-Programm, was wir jetzt seit 27 Jahren fast spielen. Und bis heute überrascht es uns, dass uns das gelungen ist. Wenn ich weiß, es ist Zeit für mich zu gehen, durchschwimme ich den Raum. Wer durchschwimmt den Raum? Ich hab nen Traum. Wer hat einen Traum? Ich schwimm durch den Raum. Wer durchschwimmt den Raum? Ich hab nen Traum. Wer hat einen Traum? Ich hab einen Traum. Ich durchschwimm den Raum. Wer durchschwimmt den Raum? Ich durchschwimm den Raum. Rock meets Classic oder Classic meets Pop. Da gibt's die unglücklichsten Begegnungen. Neulich wurde auf Dreisat wiederholt José Carreras zusammen mit Herbert Grönemeyer. Wir haben zusammen Mensch gesungen. Das habe ich mir dann auch gedacht. Es geht noch viel schlimmer. In unserem Falle treffen sich der leider viel zu früh verstorbene, weltbekannte deutsche Bariton Hermann Prey und Bob Dylan. They passed me by, one of those great reminiscences. You're where I felt, robbing me on my rightful chances. Man, Pixie clean. Everything seems so easy. And so adaptable. One of us had to go. Now it's different, I want you to know. One of us is crying. One of us is lying in her lonely bed. So I say thank you for the music, for giving it to her. Also ich war mehrfach in dieser Veranstaltung und ich kann euch nur sagen, geht hin, Leute. Es gibt wahnsinnig wenig Auftritte von den dreien, die alle mächtig busy in ihren anderen Jobs sind und selten zusammenfinden. Aber wenn, geht hin. Geht unbedingt hin. Ja, also jetzt im Jahr 24 haben wir noch 2 Konzerte in Basel. 2. Und im Jahr 25... Liebe Schweizer. Ja. Und im nächsten Jahr haben wir zurzeit 5 Konzerte. Auch da, die Termine werden wir irgendwie ausfindig machen und euch einblenden. Also besucht diese Veranstaltung. Ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Gut, danke schön. Außerdem singt Hanno auch in einer Band. Das habe ich irgendwo gelesen. Ist das ja, das ist unsere Schauspielerband vom Stadttheater Wiesbaden. Da sind wir, die heißen The Wallstones. Wir sind eine schrammelige Coverband. Wir singen Rocksongs, ja. Mhm. Zu unserem Vergnügen, und wir sind alle Bandmitglieder sind Schauspieler, also es ist kein professioneller Musiker dabei, sondern es sind 4 Jungs und der Leiter des KBBs macht auch noch mit, der spielt Posaune, und wir covern Songs, die wir unheimlich gerne mögen. Okay. Und das ist eigentlich, das können wir auch nur am Stadttheater Wiesbaden spielen. Das ist nicht mal für ein Straßenfest gut genug. Aber wenn am Stadttheater Wiesbaden 4 Schauspieler auf der Bühne stehen, die das Publikum kennt, dann funktioniert das. Okay. It's Rock'n'Roll. Ja.
The Wallstones. The Wallstones, ja. Nicht zufällig Ähnlichkeit mit den Stones irgendwie. Nein, das kommt von Wallenstein, weil als wir Wallenstein geprobt haben, sind wir auf die Idee gekommen und dann ist das losgegangen. Musik ist ja auch etwas, das im Film gar nicht wegzudenken ist. Von den 80ern, die mich natürlich sehr als Kind, Jugendlicher geprägt haben, Ghostbusters, Zurück in die Zukunft, was weiß ich, was wir alles so in dieser Zeit, 80er, 90er, verorten können, da könnte ich dir jede Titelmelodie so vorsummen oder pfeifen. Tue ich jetzt nicht, keine Angst. Ja, das war aber auch natürlich die Zeit, als die Filmproduktionsfirmen festgestellt haben, dass sie mit dem Verkauf von einem Soundtrack nochmal Millionen von Dollars machen können. Das war ja vorher nicht so. Ja. Also dieses, wir reichern das an mit Musik von aktuellen Acts. Das ist ja ein Phänomen der 80er. Ja. Vorher gab es das nicht. Ich kriege ab und zu ja inzwischen, das finde ich ja ganz toll, eben nicht Musik, sondern Film ohne Musik auf den Schneidetisch oder auf meinen Computer. Und dann ist es für mich wie so eine Schneelandschaft, wo noch nie ein Mensch gegangen ist. Und wenn dann meine musikalischen Fußstapfen dazukommen, entsteht irgendwie was total spannend anderes. Aber trotzdem meine ich zu erkennen, dass Filmmusik insgesamt von einem sehr melodisch orientierten Ansatz inzwischen zu Sound, Atmo, Drones. Also ich wüsste heute bei vielen modernen Produktionen auch, The Dune ist vielleicht eine positive Ausnahme in gewisser Hinsicht. Ja, aber gerade vorgestern habe ich Dune 2 gesehen. Ja, fand ich die Musik toll. Eigentlich eine der positivsten Sachen an dem ganzen Film. Ja, sind wir uns, glaube ich, einig. Weil sie von Hans Zimmer. Ja, obwohl sie von Hans Zimmer. Hans Zimmer ist eine Fabrik, Hans Zimmer ist kein Komponist. Ja, wir sind ja noch die Einzelkämpfer, die wahren Einzelkämpfer, Komponisten. Ja, okay, aber die Produktion von Musik, beziehungsweise der Stellenwert oder die Art und Weise, wie Musik inszeniert wird in Filmen, finde ich manchmal einfach zu viel. Manchmal ist es auch nur der Dialog, nur die Atmosphäre und da hat Musik einfach nichts zu suchen. Ja, oder sie muss nicht als Musik wahrnehmbar sein. Ein gutes Beispiel fand ich dafür im Westen nichts Neues, wo die Musik sich fast beschränkt hat auf einen Ton, den man eigentlich gar nicht wirklich wahrnimmt, der eigentlich eher sofort in die Magengrube fährt. Das fand ich ganz toll. Nächster. Paul Bäumer. Ich möchte noch nicht loslegen. Wir sind jetzt an der Westfront. Ich finde schon, dass Musik auch auch wenn sie ganz eigenständig ist, in dem Film natürlich, aber das hast du ja eben gesagt, im Film natürlich echt was noch eine Ebene dazu liefern kann. Ja, oder einfach das, was der Film an sich schon sagt, einfach noch verstärkt. Manchmal ist es auch genau das Gegenteil. Was ja auch toll sein kann. Ja. Wir haben hier so einige Beiträge in unserem aktuellen Wettbewerb, wo wir die Leute hier aufgefordert haben, uns zu überraschen. Manche haben das auf eine, ich sag mal, im Genre und dem Film gerecht werdende Art und Weise getan. Manche sind aber auch sowas von aus dem Genre rausgesprungen, dass es einfach nur zum Lachen ist, aber im positiven Sinne auch. So, manchmal habe ich das Gefühl, das war nochmal das zu dem Thema Pausen, dass die Filme irgendwie zu vollgekleistert sind mit Musik. Oder besonders im kommerziellen, im Blockbuster-Bereich. Ja, besonders da. Ja. Also da wäre weniger mehr. Ich weiß nicht, finde ich auch. Ob die Komponisten so schlecht bezahlen, dass sie nach Filmminuten bezahlt werden. Ja, das ist, glaube ich, je mehr Leute da mitentscheiden, umso mehr sagen, wir müssen den Zuschauer an der Hand nehmen. Ja? Das heißt, wir müssen die Geschichte so klar erzählen. Das heißt, wir nehmen auch noch das auditive Element mit dazu, damit wir ganz klar machen, jetzt ist eine romantische Szene, jetzt ist eine Kampfszene, jetzt ist es Tragödie. Mir ist es auch oft zu viel, gerade bei den Blockbustern. Bei den Blockbustern, ja. So, ich hole mal gerade mein Handy, weil der liebe Martin, der heute nicht dabei sein kann live, weil er noch arbeiten muss. Er arbeitet ja in Italien und da ist heute kein Feiertag. Nein, ist kein Feiertag. Da ist kein Feiertag. Im katholischen Italien, hat mich auch gewundert. Ja. Du warst auch mal in Italien, ne? Mhm. Hanno war mal in Italien, also nicht nur zu Besuch. Ein halbes Jahr. Was hast du denn da getrieben? Italienisch studiert. Ach, okay. Ja, wo kann man das besser? Als in Madrid. Madrid? Nein, natürlich nicht. In Florenz.
Okay, ja, ich wollte dir entlocken, wo du denn da in Italien warst. Clever. Okay, ja, hast mich auch reingelegt. So, ein paar Fragen für Hanno, schreibt mir der liebe Martin. Was macht dir mehr Spaß, Theater oder Film? Das kann ich nicht beantworten. Die Frage wird mir sehr oft gestellt und das kommt tatsächlich auf die Produktion an oder auf das Projekt. Was mir wirklich sehr viel Spaß macht, ist die Proben, Theaterproben, weil man über einen langen Zeitraum so viele Fehler oder Fehlentscheidungen treffen darf und machen darf, dass es die totale Freiheit ist. Ja, also fürs Theaterproben mache ich total gerne und ich stehe auch total gerne auf der Bühne, aber es gibt natürlich Produktionen, die machen wirklich 100% Spaß und es gibt Theaterproduktionen, die sind sehr anspruchsvoll, schwierig und würde ich jetzt sagen, da passt das Wort Spaß nicht dazu. Ja, sondern das ist dann eine große Aufgabe. Und beim Film ist das genau das Gleiche. Wobei ich ja hauptsächlich TV mache und ganz oft muss man sehr schnell abliefern. Und wenn man sehr schnell abliefern muss, dann kann man nicht so viel experimentieren. Ja, weil das Ergebnis schnell da sein muss. Und da kann man noch so sehr im Dialog mit der Regisseurin sein. Es muss halt, die Uhr tickt. Ja, die Uhr tickt. So, jetzt haben wir 21:30 Uhr, jetzt müssen wir das Ding in der Kiste haben. Wenn aber das Fernseh- oder das Filmprojekt total abgefahren ist und einem dann doch viele Freiheiten lässt, weil es vielleicht sogar ein bisschen experimentell ist, dann macht das auch einen Riesenspaß. Aber es ist halt immer nur für den Augenblick. Und dann ist der Augenblick zu Ende und dann muss man aufs Ergebnis warten. Und das sieht man dann 7 Monate später auf dem Fernsehschirm. Und da hat man keinen Zugriff mehr drauf. Und beim Theater hat man in jeder Sekunde nochmal Zugriff drauf und kann das in jeder Sekunde nochmal neu erfinden. Was aber natürlich in einer 4-stündigen Schiller-Produktion, wo man auf der Bühne steht und über Krieg spricht, mit anderen Männern. Ich rede jetzt von Wallenstein, ich sage es ganz ehrlich. Das ist dann schon sehr anstrengend und richtig Spaß machen tut es nicht. Ja. Und das bezieht sich jetzt auf einen, ich weiß nicht, ob wir es einspielen dürfen, auf einen kürzlich geposteten Insta-Post von Hanno, wo er sich von seiner sehr sportlichen Seite zeigt. Und da fragt Martin, trainiert er aus Leidenschaft, also du trainierst aus Leidenschaft oder weil seine Rollen das von ihm fordern? Nein, ich trainiere aus gesundheitlichen Gründen. So. Das kann man auch. Ja. Leidenschaft, nö. Nee, ich trainiere es, um gesund zu bleiben. Solltet ihr auch tun. Trainieren heißt auch so, trainieren heißt, dass man ein Ziel hat. Nee, ich trainiere auch gar nicht, sondern ich möchte halt elastisch bleiben. Ich möchte, dass das Herz gesund bleibt. Ich möchte Schmerzen vermeiden. So. Eigentlich ausschließlich Gesundheitsgründe, Wohlfühlgründe. Dann haben wir noch eine Frage von Martin. Hast du eine Lieblingsrolle? Nein. Nein. Auf keinen Fall. Nein? Das kann ich nein. Punkt. Okay. Da war die Frage länger als die Antwort. Ja. Wenn ihr noch Fragen zu Hanno habt, wir sammeln. Irgendwann werde ich Hanno nochmal vor die Kamera bekommen und weiter fragen. Wir sind jetzt gerade an Ostern, dann lasst es uns zu Weihnachten machen. Ein Versprechen vor Publikum? Wer weiß. Ja, okay. Also Weihnachten habe ich schon mal einen Weihnachtswunsch bei Hanno Gut. Das ist immer gut.